An manchen Orten in Europa wird Hexenjagd zur Todesmaschine. Nicht nur verarmte Außenseiter, nicht nur alte Frauen am Rand der Gesellschaft. In manchen Städten landen Kinder, Beamte, Priester, ganze Familien auf Listen, die nichts anderes sind als Todesregister. Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert werden Zehntausende Menschen als Hexen hingerichtet. Und an 7 Orten eskaliert dieser Wahn so brutal, dass Richter, Geistliche und Stadträte ihre eigenen Leute in den Tod schicken und dabei genau wissen, was sie tun. In diesem Video reisen wir von den Küsten des Nordmeers bis in deutsche Bischofsstädte. Am Ende landen wir in Würzburg, wo in weniger als 10 Jahren fast 900 Menschen, darunter Kinder, als Hexen sterben. 1610 in einem baskischen Dorf im Norden Spaniens. Eine Höhle im Wald dient als angeblicher Treffpunkt der Hexen. Aus Gerüchten werden Anzeigen, aus Anzeigen ein Inquisitionsfall. In Logroño stapeln sich die Akten, Dutzende Menschen werden verhaftet, monatelang eingesperrt, immer wieder verhört. Man droht mit Folter und Feuer, bis viele genau das gestehen, was die Inquisitoren hören wollen. Es trifft Frauen und Männer. Oft sind sie arm oder einfach anders. Insgesamt rund 50 Menschen. Mindestens 11 werden öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Andere sterben im Gefängnis. Und das alles gipfelt im Auto de Fe, einem religiösen Spektakel vor Publikum mit Verurteilten in Büßergewändern. Wenn du denkst, das war schon schlimm, im nächsten Dorf werden an einem einzigen Tag so viele Menschen getötet, dass es wie eine Massenhinrichtung wirkt. 1675, Torsöcker, ein Dorf, in dem jeder jeden kennt. An einem einzigen Tag werden 71 Menschen hingerichtet. Auslöser sind Kinder, die erzählen, sie seien nachts von Frauen zum Hexensabbat nach Blåkulla entführt worden. Pfarrer predigen darüber, Behörden schreiben Namen mit. Aus Kinderfantasien werden Protokolle, aus Protokollen Todesurteile. Viele Angeklagte sind Frauen, Mütter, Witwen, arme Bäuerinnen, oft ohne männlichen Schutz, aber mit Haus und Boden. Mit jeder Verurteilung wurde Besitz frei. Das konnte Begehrlichkeiten wecken und lokale Machtverhältnisse verschieben. Am Hinrichtungstag werden die Verurteilten hinausgeführt, knien nieder, werden geköpft und ihre Leichen verbrannt. Die Kinder, deren Aussagen das alles ausgelöst haben, müssen mit diesem Wissen weiterleben. Wenn dich solche dunklen Kapitel der Geschichte packen, abonnier den Kanal. Hier gibt's jede Woche neue Fälle, die sich wie Mythen anhören, aber wirklich passiert sind. Und trotzdem wirken diese 71 Toten fast klein, wenn du sie mit dem vergleichst, was in einer einsamen, eiskalten Region ganz im Norden passiert. 17. Jahrhundert, ganz oben in Norwegen. Fischerdörfer in Finnmark, Dunkelheit, Sturm, Hunger. Wenn ein Schiff untergeht oder der Winter zu hart ist, braucht man einen Schuldigen. Und der hat plötzlich ein Gesicht. Wetterhexen. Im Fokus stehen vor allem Frauen aus den Küstenorten, aber auch Sami, besonders Männer, die man mit Zauberei, Wetterzauber und Runentrommeln verbindet. Angeklagt wird, wer angeblich Stürme heraufbeschwört und Schiffe im Auftrag des Teufels versenkt. Die Beschuldigten landen in eiskalten Verließen. Folter, Schlafentzug und Wasserproben entscheiden über Leben und Tod. Viele werden auf Klippen oder Inseln verbrannt. In dieser dünn besiedelten Region werden insgesamt um die 90 Menschen wegen Hexerei hingerichtet. Für diese kleine Bevölkerung eine Katastrophe. Glaubst du, du wärst in so einer Zeit eher Mitläufer, Rebell oder Opfer gewesen? Schreib's in die Kommentare. Die wirklich hohen Opferzahlen entstehen weiter südlich, dort, wo Fürstbischöfe über reiche Ländereien herrschen und jedes Todesurteil auch ein Geschäft ist. Anfang des 17. Jahrhunderts in der Fürstabtei Fulda. Der Fürstabt kehrt aus dem Exil zurück. Fulda ist konfessionell gespalten und zwischen Katholiken und Protestanten brodelt es. Perfekter Moment für eine Reinigung, die religiöse, politische und finanzielle Ziele zugleich bedient. In nur wenigen Jahren sterben hier über 200 Menschen auf dem Scheiterhaufen oder nach Folter. Für ein vergleichsweise kleines geistliches Territorium eine brutale Quote. Das Werkzeug? Der Hexenrichter Balthasar Nuss. Er baut ein System aus Angst, Folter und materiellen Interessen auf.
Wer als Hexe verurteilt wird, verliert Leben und Besitz. Haus, Hof, Felder wandern an Kirche, Beamte oder loyale Unterstützer. Besonders oft trifft es verwitwete Bäuerinnen, eigenständige Wirtinnen, Frauen mit Vermögen, aber auch Frauen und Männer, die politisch stören oder dem falschen Glauben anhängen. Unter Folter nennen sie neue Namen. Die Kette frisst sich durch ganze Orte. Fulda zeigt, wie Hexenjagden Frauen, Außenseiter und Andersgläubige zerschlagen. Aber der nächste Ort treibt dieses Zusammenspiel aus Glaube, Politik und Geld noch viel weiter. Ende des 16. Jahrhunderts wird das Erzstift Trier zum Hotspot der Hexenverfolgung. Neuer Erzbischof, harte Gegenreformation, eine Bevölkerung am Rand der Verzweiflung, Missernten, Teuerung, politische Krisen. Wer nicht ins Bild der reinen katholischen Stadt passt, wird zum Problem erklärt. Protestanten, Juden, Asoziale und schließlich vermeintliche Hexen. In der Stadt selbst und im Umland werden hunderte Menschen hingerichtet. Schätzungen für das gesamte Erzstift reichen bis nahe an die 1000. Die Prozesse dienen nicht nur dem Glauben, sondern auch der Politik. Unter Folter gestehen die Angeklagten alles, was man ihnen diktiert, und liefern neue Namen. Gleichzeitig geht es um Besitz. Land, Weinberge, verpfändete Güter. Ganze Dörfer verlieren einen hohen Teil ihrer Bevölkerung. In Trier greifen Religion, Wirtschaft und Macht ineinander. Doch das ist nur die Vorstufe zu einem System, in dem Hexenjagd fast industriell wird. Bamberg, Anfang des 17. Jahrhunderts, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Reiche Stadt, aber zerrissen von Hunger, Seuchen und Soldaten. Fürstbischof Johann Georg Fuchs von Dornheim schiebt die Krise den Hexen in die Schuhe und lässt ein Hexenhaus bauen. Ein Gefängnis nur für Beschuldigte, mit Zellen, Folterkammern und frommen Sprüchen an den Wänden. Hier sitzen nicht nur arme Frauen, sondern auch Ratsmitglieder, Beamte, Geistliche, sogar der Bürgermeister Johannes Junius. Sein Abschiedsbrief an seine Familie zeigt, wie die Folter ihn dazu bringt, alles zu gestehen und andere zu belasten, weil der Schmerz stärker ist als jede Wahrheit. In Bamberg kann es buchstäblich jeden treffen. Wer reich ist, ist doppelt gefährdet, weil sein Besitz begehrt ist. Mit jedem Urteil verschiebt sich Land, Geld, Einfluss. Insgesamt fallen den Bamberger Hexenprozessen mehrere hundert Menschen zum Opfer. In manchen Schätzungen sind es über 600. Vom einfachen Bauern bis zum Bürgermeister. Und trotzdem ist Bamberg nur die Vorstufe. Im letzten Ort wird all das noch gnadenloser. Dort landen sogar Kinder als Hexen auf dem Scheiterhaufen. Kommen wir zum schlimmsten Ort auf unserer Liste: Würzburg. Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg regiert nur wenige Jahre, aber in dieser Zeit verwandelt sich sein Bistum in eine Hinrichtungsmaschine. Es trifft Bauern, Handwerker, Adelige, Priester und besonders grausam Kinder. Im ganzen Bistum sprechen Historiker von bis zu rund 900 Opfern, darunter Dutzende Kinder und Jugendliche. Jungen und Mädchen werden beschuldigt, mit Dämonen getanzt, nachts geflogen, das Wetter verhext zu haben. Viele sind Kinder von bereits Verurteilten. Die Hexenjagd frisst ganze Familien. Wochen später stehen sie selbst vor einem Gericht, umringt von Männern in Roben, die ihnen Fragen stellen, die sie nicht verstehen. Viele Kinder gestehen alles, was man ihnen vorsagt, in der Hoffnung, wieder nach Hause zu dürfen. Stattdessen landen sie auf denselben Richtplätzen wie ihre Eltern. Die Scheiterhaufen brennen Tag für Tag. Würzburg ist die maximale Entgrenzung. Kein Alter schützt, kein Stand schützt, kein richtiger Glaube schützt. Hier kommt alles zusammen: Fanatismus, konfessionelle Kämpfe, Gier, Frauenhass und eine Obrigkeit, die bereit ist, buchstäblich Kinder zu verbrennen, um ihre Macht zu sichern. Wenn du jetzt denkst, wie konnte das passieren? Dann hilft es auch zu verstehen, wie leicht man überhaupt zur Hexe gemacht werden konnte. Die verrückte Logik hinter Wasserprobe, Hexenmahl und erpressten Geständnissen habe ich in einem eigenen Video über die 5 wichtigsten Beweise der Hexenverfolgung auseinandergenommen. Das verlinke ich dir jetzt auf dem Bildschirm. Wenn dich diese Reise durch die Schatten der Zeit fasziniert hat, dann lass einen Daumen da und abonniere für die nächsten verborgenen Kapitel der Geschichte. Jede Woche neue Wahrheiten, die so unglaublich klingen,
dass sie wie Mythen wirken. Bis zum nächsten Mal und denke mal daran, die Schatten der Zeit verblassen nie.